Faszinierend war für mich an diesem Forschungsprojekt, dass es sowohl alte Themen als auch moderne Themen miteinander verbunden hat und gleichzeitig war dieses Thema ungefähr 70 Jahre unberührt, sodass der Anreiz auch groß war, kann man da jetzt eigentlich etwas Neues herausfinden. Und die Welt, die daraus entstanden ist, die wurde immer reichhaltiger und immer größer. Also diese speziellen Summen, unendliche Summen, die heißen Reihen und ich habe mir angeguckt einen speziellen Typ davon, die nennt man dann Dirichlet-Reihen. Und dann baute sich die Theorie so allmählich auf. Aber es gab auch so einen richtigen, für uns einen richtigen Kracher. Das war auch die erste Frage, die mein Betreuer mir gestellt hat, einfach so aus Interesse. Uns war beiden eigentlich klar, dass diese Frage ist zu weit weg. Da sind wir noch nicht klug genug für, die Methoden sind noch nicht stark genug. Aber dann plötzlich sozusagen nach 3 Jahren war es klar und wir konnten eine Antwort finden. Und das war ganz schwierig, da noch sitzen zu bleiben. Das war ein sehr intensiver, sehr schöner Moment, wenn plötzlich alles klar wird. Unser Preisträger für eine herausragende Promotion ist Brückenbauer. Einige mögen jetzt denken, wieso? Zumal es an der Universität Oldenburg keine ingenieurwissenschaftliche Fakultät gibt. Unser Preisträger hat eine Brücke in der Mathematik gebaut, nämlich zwischen der holomorphen Analysis und der Fourier-Analysis sowie gewöhnlichen und allgemeinen Dirichlet-Reihen. Bevor ich jedoch zu seinen herausragenden mathematischen Fähigkeiten komme, ist es, glaube ich, hilfreich, die Persönlichkeit hinter diesen komplexen mathematischen Reihen ein wenig näher zu beschreiben. Unser Preisträger ist beileibe kein introvertierter, vergeistigter Solist der Mathematik, sondern eher Mannschaftsspieler, wie er es in der Fußball-Jugendmannschaft des FC Hage kennengelernt hat. Nach dem Abitur studierte er zunächst Mathematik für das Lehramt gemeinsam mit der Fächerkombination Politik und Wirtschaft. Parallel zum Bachelor für das Lehramt belegte er aber weiterführende Kurse in Mathematik. Diese Disziplin entwickelte sich dann zu seiner großen Leidenschaft. Für ihn ist Mathematik Unterhaltung. Die Freude an der Mathematik steht ihm ins Gesicht geschrieben. Seine Augen leuchten, wenn er über Dirichlet und Fourier-Reihen oder über die Riemannsche Vermutung bzw. dessen Zeta-Funktion spricht. Der Preisträger ist kommunikativ, leidenschaftlich in der Sache, verständlich in der Aussage, an gesellschaftlichen Themen sehr interessiert und regelmäßiger Besucher im Weserstadion bei den Heimspielen von Werder Bremen. Unser Preisträger hat sich also trotz aller hochgeistigen Gedankengänge die Liebe zu seinem Jugendsport bewahrt. Auf die Frage, gibt es denn in der Mathematik überhaupt noch Probleme, die gelöst werden können bzw. müssen, kommt die sehr bestimmte Antwort: Es gibt mehr Probleme als Mathematiker. Mit einem gewissen Bedauern hat er nach seinem Abschluss feststellen müssen, dass es an den deutschen Universitäten im Mittelbau für Mathematiker keine freien Plätze gibt. Sein Weg führte ihn zum Raumfahrtunternehmen OHB in Bremen, wo er sich im Bereich Digital Services mit Fragestellungen der künstlichen Intelligenz beschäftigt und Informatik neu lernen muss, also vom Bleistift und Papier zu Tastatur und Bildschirm. Bei seinem neuen Arbeitgeber fühlt er sich allerdings sehr gut betreut, wenngleich die Betreuung durch seinen Doktorvater alles Bekannte und Erfahrene übertroffen hat. Diese war nämlich exzellent, geprägt von Freiheit in der Herangehensweise, von Vertrauen und herausragender Diskussion und Kommunikation über ein Thema, das in der mathematischen Welt niemand so recht anfassen wollte. Aber sein Doktorvater und unser Preisträger hatten das richtige Bauchgefühl. Heute liegt der mathematischen Welt die Lösung eines lang erahnten Problems vor, das in der Fachwelt für großes Aufsehen gesorgt hat. Getreu dem Motto: Alle mathematischen Probleme sind entweder falsch oder offensichtlich. Ich gratuliere hiermit Herrn Dr. Ingo Scholmann zur Verleihung des Preises der Universitätsgesellschaft Oldenburg für eine herausragende Promotion mit dem Titel Hardy Spaces
of general Dirichlet series and their maximal inequalities. Herr Schulmann, Ihr Fachbereich ist die abstrakte reine Mathematik. Ist das nicht ein bisschen weit entfernt von dem realen Alltagsleben? Ja, ich würde sagen, komplett getrennt. Also in meinem Fall macht das aus der reinen in der mathematischen Motivation, Interesse, weil es da so viele spannende Fragen gibt. Aber es ist schon reine Mathematik sozusagen. Sie sprachen gerade schon die Motivation an. Ich glaube, man bräuchte doch ein hohes Maß an intrinsischer Motivation, um an die so abstrakten Themen dran zu bleiben. Oder schätze ich das völlig falsch ein? Ja, auf jeden Fall. Und das lebt auch von vielen Komponenten. Natürlich bringt man selber etwas mit, so eine gewisse Bereitschaft, sich auch zu quälen. Aber das lernt man auch im Studium, auch später. Und was wahrscheinlich bei mir, da funktioniert auch jetzt sicherlich jeder anders. Aber mir macht viel auch aus, mit welchen Persönlichkeiten ich zu tun habe. Und auch die Betreuung in meinem Fall, also Andreas Stephan war mein Betreuer, das war eine exzellente Betreuung, das fing schon immer an, wir konnten immer reden. Und gleichzeitig hat er mich auch immer rausgeschickt zu der Community, wenn es irgendwelche Konferenzen gab, sofort raus in Kontakt. Und dadurch entstand so eine Dynamik, die mich auch sehr motiviert hat. Und dann bleibt man auch eher dabei. Das würde doch bedeuten, dass man liebend gerne in diesem Bereich weiter bleiben würde, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Ja, da gibt es ja sozusagen zwei Welten. Die Bereitschaft oder man braucht ein gutes Thema, eine gute Sparte, die eigene Bereitschaft und dann muss es natürlich auch jemanden geben, der einen bezahlt. Dieser letzte gesagte Teil passte dann in meinem Fall leider nicht. Also das war mich dann leider... Das heißt, Sie sind der Wissenschaft nicht länger erhalten geblieben, sondern haben sich jetzt einem anderen Beruf zugewandt. Ja, oder sozusagen. Einem anderen Arbeitgeber. Ja, einem anderen Arbeitgeber, genau. Ich habe natürlich jetzt auch, während ich jetzt auch in die Wirtschaft sozusagen gegangen bin, weiterhin mit meinem Betreuer Mathematik gemacht. Wir machen ein paar Sachen zu Ende. Natürlich gibt es leider, muss man sagen, auch ganz, ganz viele Probleme und Ideen, die wir noch haben. Da muss man mal gucken, wie umsetzbar das dann ist, so nebenbei. Aber irgendwann gab es den Moment, wo ich entscheiden musste, und da geht natürlich nicht nur viele andere Komponenten spielen da eine Rolle, wie auch, wie man sich sein Privatleben vorstellt, Familie und Freunde. Und in der ganzen Konstellation und den Möglichkeiten finanziell, wo gibt es eine Stelle, das alles hat dann dazu geführt, dass ich eine Entscheidung treffen musste und das ging dann in die Wirtschaft, obwohl ich mich da auch sehr wohlfühle jetzt. Sie haben mir mal erzählt, dass Sie früher eben mit Bleistift und Papier gearbeitet haben. Ist das heute noch genauso? Das ist, das in der Mathematik, also selbst der beste Supercomputer hätte mir keinen Vorteil verschafft in meinem mathematischen Schaffen. Aber jetzt ist es schon, ich glaube, ich habe im März oder so etwas in diesem Jahr zum ersten Mal PowerPoint benutzt und Excel war mir fremd, aber da kommt man dann irgendwann doch schon rein. Also hat sich so ein bisschen gewandelt. Ja, dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg und dass Sie insbesondere auch Ihre Leidenschaft für die Mathematik beibehalten und sie auch hier und da im neuen Unternehmen bei der OHB anwenden können. Also weiterhin viel Erfolg, alles Gute. Vielen, vielen Dank, Herr Peter. Für mich ist das war ganz überraschend und mich auch sehr gefreut, auch für die Mathematik an sich, weil die Mathematik hat so das Problem, schwer kommunizierbar zu sein grundsätzlich, und das ist ja auch ist nicht so wie Musik, das kann man hören, man kann sich sofort daran erfreuen, sondern das muss sich damit beschäftigen, das ist anstrengend, und die Schönheit, von der ich gesprochen habe, die kommt natürlich erst danach. In dem Sinne hat mich das sehr gefreut, dass die Mathematik so ein Podest jetzt bekommen durfte, weil das zumindest für meine Wahrnehmung nicht so häufig passiert ist in der Vergangenheit. In dem Sinne bedeutet das auch viel für die Mathematik, aber ich freue mich natürlich auch, dass ich da ausgewählt wurde.